Überleben optional. Söders Wochenbericht vom 22. bis 28. Dezember 2025. Bescherung mit Beigeschmack. Hallo, hallo? Einsatzzentrale, bitte kommen. Hier meldet sich mal wieder euer ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Ja, immer noch da. Noch nicht ersetzt. Ich bin ein bisschen wie moralisches Desinfektionsmittel. Brennt kurz, riecht streng, aber danach weiß man wenigstens, wo die Wunde ist. Willkommen zu einer Woche, in der Weihnachten gefeiert wurde, als wär's ein Wettbewerb in Sachen Eskalation. Mit Raids, in denen Basen ausgenommen wurden wie Weihnachtsgänse. Ich habe Anstand zwischendurch mal online gesehen, aber der hat sich für die Weihnachtstage dann ausgeloggt. Also schnappt euch eine Pipsi oder besser für die Woche sogar 2, lehnt euch zurück, hier kommt mein persönlicher Wochenrückblick. Montag, der 22.12.2025. Wie man Vertrauen mit einer R12 zerlegt. Statusmeldung. Die Lücke der Schande lebte und erfreute sich bester Gesundheit. Der Tag begann demnach mit Space Terror. Natürlich begann er mit Space Terror. Der junge Brite verkündete lauthals, er sei bei 50%. 50% wovon? Vermutlich von Einsicht oder Verstand. Naja, Herz meinte, er bezog sich auf das Umräumen, damit er dem Camp das Zelt endlich zurückgeben konnte. Ja, vielleicht auch das. Ich ging mal nachsehen. Die Lücke war exakt so groß wie gestern und den Tag davor. Fortschritt ist relativ bei dem Kerl. Etwas später, als ich gerade meine Runde drehte, tauchte ein Fremder mit Kapuze am Camp auf. Sagte zumindest der Basti. Und ein zweiter mit Polizeiuniform und blauer Armbinde? Die beiden grillten und gaben Basti Essen ab. Verkehrte Welt. Es blieb ausgesprochen freundlich und ruhig. Und mit ausgesprochen meine ich eher nicht gesprochen, denn Basti redete und die zwei anderen schwiegen, was in Tschernaruss ja immer für gemischte Gefühle sorgte. Und dann, kaum waren Basti und der Typ mit der Mönchskapuze weg, Trommelwirbel, Auftritt Spacer. Der hielt tatsächlich Wort und brachte das Zelt zurück, dokumentierte das Ganze mit Stolz und einem Foto, das er Herz schickte. Sie sagte nur nüchtern: Noted, the tent is back, the gap is closed, the matter is settled. Also alles gut? Nicht ganz. Auf dem Foto war noch jemand, ein Beobachter. Der Typ mit der blauen Armbinde und der Polizeiuniform, Gesicht nicht erkennbar, stand da und schaute. Sah fast schon ein bisschen aus wie Dorian oder wie jemand, der sich bemühte, wie Dorian auszusehen. Aber man erkannte, wie gesagt, das Gesicht leider nicht und es fehlte auch die typische rote Sanitäterhose und der Helm. Wir sind uns im Nachhinein nicht sicher, wer der Kerl war. Was wir aber sicher wissen, der Typ beobachtete, wie Spacer eine beleidigende Geste zur geschlossenen Lücke der Schande machte. Der gute alte Stinkefinger. International verständlich. Der Fremde schallerte ihm eine mit der Faust. Dann hob der Junge seine Hände entwaffnend und warf offensichtlich eines Besseren belehrt einen Handkuss zur geschlossenen Lücke und gab anschließend einen Daumen hoch. Deckte sich mit allem, was ich bisher über ihn weiß und erlebt habe. Also kein Grund, da zu zweifeln. Und dann kippte es und alles wurde verwirrend. Zwischen Polizeimann und Spacer entstand sowas wie eine Verbindung. Eine ungute. Der Fremde forderte Spacer nonverbal auf, das Zelt wieder einzuräumen. Seile, Stofffetzen, das ganze Zeug. Ordnung machen halt. Sah so aus, als solle er den Schaden wieder gut machen. Und was tat der Knilch? Machte erst mit, aber stellte sich dann dumm, erschreckend authentisch. Es folgten wieder Stinkefingergesten, was mit weiteren Schellen quittiert wurde. Und anschließend kam es zum Faustkampf zwischen den beiden. So zumindest Spacers Schilderung später. Als er genug Schläge kassiert hatte, fing er an, das Zelt einzuräumen, nur um dann wieder mit den Gesten anzufangen. Der Junge wusste einfach nicht, wann Schluss war. Da halfen dann auch keine erhobenen Hände zur Deeskalation mehr. Das waren einfach Reiz und Reaktion in Reinform. Die Szene wurde kurz unterbrochen, als Pinky ins Camp kam und grüßte. Aber dann rannten wohl beide ums Camp rum. Für ihn sah es so aus, als seien es Spacer und sein Kumpel Elliot gewesen, die das Zelt zurückgebracht hatten. Ihm kam es aber alles etwas komisch vor, also zog er sich auf seinen Aussichtsposten zurück. Spacer schilderte Herz später, sie haben sich etwas gekloppt. Ja, vielleicht kam auch ein Besen, eine Schaufel und eine Brechstange dabei zum Einsatz. Melee Combat nannte er es. Nichts Wildes aus seiner Sicht. Aber für die Augen eines unbescholtenen Beobachters war das eine Eskalation mit Ansage. Pinky verlor die Sicht. Spacer zog eine Schaufel aus dem Camp, um sie wegzuräumen. Tja, und hier verschwimmen die Versionen und es wurde hässlich. Der Polizeimann zog seine Waffe, vermutlich eine R12, und zerschmetterte somit das Vertrauen, das man in die Samariter und ihre blauen Armbinden steckte, mit einem Schlag oder besser gesagt einem Schuss. Einfach so. Pinky hörte den Schuss und gab Alarm. Schankmeister und Basti waren sofort im Krisenmodus und der Funk begann zu brodeln. Ein Mord am Camp.
Samariter-Kontext, Samariter-Verdacht. Spacey war außer sich vor Entrüstung. Er konnte es nicht fassen, dass er am Camp von jemandem mit Samariter-Armbinde erschossen worden war. Er verdächtigte zunächst Pinky. Herz und Nigo gingen sofort dazwischen. Samariter schießen nicht am Camp und Pinky würde sowas auch nie tun. Spacer konterte. Doch, Herz hab ihn ja mal erschossen. Oh Mann, wie kann man Dinge nur so durcheinander bringen? Nein, Herz hat nie auf ihn geschossen und ihn nie erschossen. Herz tut sowas nicht. Ich habe behauptet, ich hätte ihn erschossen. Erzieherische Maßnahme, wisst ihr noch? Damals, als er das Auto von Locke klauen wollte, was er ja laut seiner Aussage nicht gewesen war, weswegen ich dann aber eigentlich ihn auch gar nicht hätte erschießen können, selbst wenn ich es gewesen wäre. Kommt ihr da noch mit? Also Kurzfassung. Herz hat nicht eine Kugel auf ihn abgefeuert. Und ich hab's auch nur behauptet, damit der Junge endlich mal die anderen in Ruhe lässt. Danke für nichts. Aber mit dem Vorfall heute habe ich nichts zu tun. Ich glaube, ich hätte schon viel früher meine DMR gezogen. Naja, Herz stellte die Sache klar. Samariter schossen nicht einfach so am Camp. Dazu musste es einen Angriff oder eine gezielte Provokation geben. Und selbst dann war das die letzte Option. Aber was war denn dann nun geschehen? Wer war der Fremde mit der blauen Armbinde? War es am Ende doch Elliot, der seinem Freund einen Streich spielen wollte? Oder jemand ganz anderes? Und auch Ultra meldete sich und sagte, Color J und sie hatten am Vortag einen Überlebenden in Elektro mit blauer Armbinde gesehen. Und Nigo hatte ja gesagt, sie seien von einem Duo mit blauen Armbinden geradet worden in der vergangenen Woche. Dann die Armbinden, die bei Shankys totem Körper gefunden wurden. Das Ganze ergab einfach keinen Sinn. Was auch immer es war, das Timing war katastrophal. Und Herz alles andere als amüsiert. Immerhin, Spacers Sachen konnten gesichert werden. Er war fast fröhlich, als er seinen charakteristischen Helm wieder aufsetzen konnte. Prioritäten. Pinky beobachtete noch lange. Der Fremde zog Richtung Tschernogorsk ab. Dann sah man nichts mehr von ihm. Der Tag wurde noch mysteriöser, als Selina später auf einem ihrer Streifzüge die Cone-Boxen meldete. Richtig gehört, Cone-Boxen. Nicht eine, 5. C-förmig vor der Statue platziert. Inhalt ein einziger Pilz. Hommage oder Holzhammer? Herz war skeptisch. Cone war sonst eigentlich subtiler. Das hier wirkte mehr wie ein Feuerwerk mit Leuchtschrift, nicht wie ein gut platzierter Conescher Nadelstich. Selina und Basti brachten von ihrer Tour noch Bleche ans Camp. Ikea besorgte den ehemaligen Brits, jetzt Red Rifles, einen LKW. Irina holte einen gelben Saka von Nowodimitrovsk nach Prigorodki. Herz hatte ihn Jay abgekauft als Fahrschulfahrzeug, da der gute Shanky Fahrstunden nehmen wollte. Währenddessen Vandalismus in Elektro, ein Unterstand abgebaut. Dabei hatten doch Ultra und Basti gerade erst alles schön aufgebaut. Man fasst es nicht. Ikea bastelte an einem Weihnachtsbaum, Einladung zu einer kleinen Weihnachtsfeier inklusive. Am Ende des Tages noch eine geratete Base irgendwo in der Nähe von Gorka. Ein Humvee weg. Gerüchte, Namen, Verdächtigungen, Chicks, Silberfische, Hütchen, Beresino Union, Renegade-Bananen, Felix und Joni, Misha-Reste, Ikea, KYS. Jeder konnte, aber keiner wollte es gewesen sein. Nichts Greifbares. Dienstag, der 23.12.2025. Eine Schlingelschlange schlängelt sich zurück. Der Tag begann damit, dass Herz von 2 Zombies gehetzt wurde. Am Ende schaffte sie es zurück zum Camp, leicht genervt, leicht außer Atem und genau in der Stimmung, in der man wirklich keine Überraschung mehr gebrauchen konnte. Natürlich wartete dort eine. Am Feuer und im Feuersteinkreis lagen Geschenke. Sauber platziert, fast liebevoll. Es sah gemütlich aus, weihnachtlich. Herz war hin und weg. Solche Überraschungen hat man gern. Der freundliche Spender war schnell gefunden. Sneaky Snake oder, wie ich ihn mir intern notiere, Schlangenkind, Schlangimek, Schlangböse. Herz bemerkte außerdem, dass die Fahne wieder nach unten gezogen war. Schon wieder. Weniger gut. Während sie das noch einordnete, sah sie Sneaky am Camp herumklettern. Er versuchte, in den Turm zu gelangen. Und dann hatte Herz diesen einen Moment, den Geistesblitz. Sie fragte ihn direkt, ob er es gewesen sei, der die Fahne immer wieder herunterließ. Sneaky bestätigte es im Chatfenster. Sie erklärte ihm, dass das ein ziemlich alberner Streich war und dass dadurch die Unterstände und Strukturen sowie die Fahne gefährdet waren. Und er entschuldigte sich sogar. Man musste ihm lassen, er log nicht. Man blieb noch gemeinsam am Camp, genoss den Anblick der Geschenke und dann zogen die beiden weiter. Kurz darauf kam die nächste Meldung rein. In Nischneue waren 2 tote Bambis gefunden worden. Gravedigger, der Wirt im Rasthof der wiederkehrenden Seelen, stand vor einem Rätsel. Die Szene wirkte widersprüchlich. Es sah nach einem Kampf aus, aber irgendwie auch nach Selbstmord. Der eine hatte die Bandagen des anderen. Beide waren tot, aber die Körper lagen weit voneinander entfernt. Beides passte nicht richtig zusammen. Gravedigger grübelte, ob sie überfahren worden waren. Einvernehmlich eskaliert, auch möglich.
Am Ende blieb nur dieses ungute Gefühl, dass hier etwas passiert war, das niemand wirklich verstand. Und dann kippte die Stimmung endgültig. Ein ehemaliger Brite, also einer von den Red Rifles mit der roten Armbinde, meldete sich wütend. Ja klar, war Spacer. Seine Basis war geradet worden. Als er ankam, war sie bereits offen und die Sachen lagen auf dem Boden. Ordnung war keine mehr da. LKW auch nicht. Er war aufgeregt, verständlich. Und sofort begannen die Schuldzuweisungen. Ikea, KYS, die Chicks, die Hütchen, die Silberfische, Juni und Felix, Beresino Union oder doch irgendwer Unbekanntes. Alles wurde genannt, aber nichts bewiesen. Besonders Ikea geriet unter Druck. Gestern tauscht ihr uns noch einen LKW und heute raidet ihr uns, lautete der Vorwurf. Ein trojanisches Pferd, hieß es. Dakel von Ikea reagierte sofort und klar. Ikea raidet nicht einfach so ohne Grund, schon gar nicht friedliche Leute. Sie raiden nicht aus Bosheit. Wenn Ikea raidet, dann mit Plan, kontrolliert und zielgerichtet. Und sie standen zu den Raids, die sie durchführten. Und vor allem, sie verschwendeten keine Munition für solche Spielchen. Es gab Andeutungen, dass die größte Gruppe ihre Finger im Spiel gehabt haben könnte. Und natürlich, Spacer wollte von Herz wissen, welche Gruppe das denn sei. Sie solle doch mal sagen, was sie wisse. Orakeln, einordnen, Namen nennen. Herz lehnte ab. Klar, ruhig, bestimmt. Erstens, es war zu diesem Zeitpunkt schlichtweg nicht möglich zu sagen, welche Gruppe oder Fraktion nun die größte war. Sie spazierte doch nicht einfach in die Basen anderer Fraktionen, zählte dort Tore, Zelter, Fässer, Mitglieder und Fahrzeuge und katalogisierte dann die Machtverhältnisse. Abgesehen davon sah sie es nicht ein, als Sprachrohr für Theorien und Anschuldigungen herzuhalten. Egal, was sie gesagt hätte. Es wäre wieder auf sie zurückgefallen und sie wollte sich ein für alle Mal aus diesen Streitigkeiten raushalten. Das müsst ihr unter euch klären, sagte sie sinngemäß und meinte es auch so. Mittwoch, der 24.12.2025. Anstand im Weihnachtsurlaub. Die ehemaligen Briten, also die Red Rifles, Experts, wie auch immer man sie nennen wollte, beschlossen, ihre Basis in Elektro aufzugeben. Nach dem Raid erschien ihnen das logisch. Gute Idee, aus einer unsicheren Basis wegziehen. Blöde Idee, ausgerechnet nach Prigorodki. Ausgerechnet dahin, wo ohnehin schon jeder zweite Nerv blank lag. Besonders Spacer war in Hochform. Er kündigte an, das Camp notfalls abzucampen, um den Typen zu erwischen, der ihn im Zelt erschossen hatte. Ich machte ihm klar, dass jemand, der ernsthaft auf das Camp zielte, nicht lange unbehelligt bleiben würde. Er grinste nur. Man würde ihn ohnehin nicht sehen. Gilly, 900 Meter. Phänomenal große Worte und Reichweiten, winzig kleine Realitätsnähe. Ich nahm es zur Kenntnis. Drohungen waren Drohungen. Und die musste man ernst nehmen, selbst wenn sie aus vertrautem Mund kamen. Auf den Straßen lagen Kürbisse. Spacys Vorstellung von Aufräumen. Bei der Gelegenheit bediente er sich auch an ein paar Brettern aus dem Camp für seine Basis. Später fragte er im Funkkanal nach Baumaterial, eine Säge und so. Herz sagte, ob er im Camp keine gesehen habe, als er sich die Bretter geholt habe und erinnerte ihn ruhig daran, dass Fragen und ein einfaches Danke manchmal Wunder wirkten. Der Knich hatte sich nämlich die Bretter einfach so gemopst, mal wieder ganz Spacer. Und ja, er entschuldigte sich, mal wieder bot an, die Bretter zurückzugeben, aber Herz winkte ab. Ein einfaches Danke würde reichen. Dann wurde es unübersichtlich. Die Briten mit den roten Armbinden berichteten von einem Fremden, der durch das Industriegebiet von Prigorodki rannte, dicht gefolgt von Zombies und bald darauf natürlich auch von den 2 Briten mit roter Armbinde und sehr viel Tatendrang. Schwester Jeva entkam. Erst den Zombies, dann den beiden rotarmbandigen Verfolgern. Sie beobachtete, wie sie erfolglos nach ihr suchten, nicht ohne ein suffisantes Lächeln, und kehrte anschließend in Richtung Camp zurück. Dort traf sie auf offenem Feld Basti und warnte ihn freundlich, aber bestimmt. 2 schießfreudige Gestalten seien unterwegs. Kurz darauf bestätigten die Schüsse ihre Worte. Nicht auf Menschen, auf Zombies, aber in der Nähe von Prigorodki, in Camp-Nähe. Eine brillante Idee, wenn man Eskalation wie Treuepunkte sammelte. Die Eskalation ließ auch nicht lange auf sich warten. Schüsse locken nun mal andere Schützen an. Spacer wurde erschossen, mitten beim Bauen seiner Basis. Und nein, es war ein nicht näher bezeichnetes Individuum, das ständig Action suchte und nach Aussagen von Basti der Meinung war, Gefahren aktiv zu beseitigen. Nein, ich war es nicht. Auch Schwester Jeva war es nicht. Und Herz schon 3-mal nicht. Aber du, Individuum, weißt ganz genau, dass wir es wissen. Naja. Zwischen all dem Chaos gab es dann einen seltenen, fast leisen Moment. Felix entschuldigte sich. Schadensbegrenzung vermutlich. Man konnte wieder reden, ohne dass jemand sofort eine Waffe auf den anderen richtete. Und das war gut so. In Solnitschny meldete Olga dann Vandalismus am Camp. Dinge wurden rausgerissen und auf dem Boden verteilt. Sie räumte auf und reparierte den Schaden. Herz dankte. Und dann der Vorfall, der dem ganzen Tag die Krone aufsetzte. Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Kann man Offline-Raids steigern? Ja, Offline-Raids an Weihnachten.
Wenn alle mit ihren Familien und Freunden zusammensitzen, dann ist es doch eine super Idee, mal bei den Nachbarn einzusteigen. Man kennt es ja. Und ich hatte ja sowas geahnt. Am Abend, mitten in der Bescherung, entschloss ich mich, nach dem Camp zu sehen. Vorsichtshalber. Ich nahm den Umweg über den Nordwald. Kaum dort angekommen, hörte ich Explosionen oder Schüsse, schwer zu sagen. Jedenfalls hatte jemand da wohl eine Basis ins Visier genommen und ich ahnte, wem sie gehörte. Ich gab Alarm. Keiner meldete sich. War ja auch mitten an Weihnachten. Aus sicherer Entfernung beobachtete ich, aber sah niemanden. Nur ab und an ging ein Tor auf. Dann endlich antwortete Locke. Ich erklärte ihm alles und wartete, bis sich die Lage etwas beruhigt hatte. Dann zog ich mich zurück. Weihnachten und so. Versteht mich nicht falsch. Das war keine Feigheit, sondern es hatte einfach Kapazitätsgründe. Später wurde klar, was passiert war. 2 bis 3 Typen mit Hexenhüten und schwarzen Armbinden waren gekommen, um bei Locke und Basti einzubrechen. Ausgerechnet bei Basti, von allen guten Menschen hier. Unser Czernarus hieß ihn wirklich richtig willkommen. Basti nannte es unchristlich. Ich nannte es stilvoll im Funk den Gipfel der Scheißigkeit. Locke verteidigte, was zu verteidigen war. Der Kern seiner Basis blieb unangetastet. Er selbst wurde aber tödlich getroffen. Die Beresino Union rückte etwas später mit Nigo und Selina nach. Die Situation wurde geklärt, ein Täter gestellt, einer auf der Flucht. Und vermutlich war da draußen noch irgendwo ein Dritter. Hinweise deuteten jedenfalls darauf hin und 3 klingt in solchen Geschichten immer besser als 2. Die Hexenhüte waren also wieder da. Keine Hütchen, denn das war zu früh am Abend. Aber das war noch nicht alles für den Weihnachtsabend. In der Nacht versuchten nämlich noch die Hütchen im Norden das namenhafte Möbelhaus zu knacken. Dieses Mal die richtigen Hütchen. Klassischer Wachturm-Raid, wie es schien. Grüner Adder kaputtgeschossen. 2 Autos entwendet, darunter ein weißer Adder namens Renato und außerdem Herbie, Selinas roter Gunther. Es war zum Glück nicht ihr blauer Herbert, aber ich hoffte trotzdem, sie würde nicht wieder anfangen, Seile aus irgendwelchen Gedärmen zu knüpfen und dabei manisch zu singen. Alarm, Gegenwehr. Ein Helfer griff ein. Einer dieser Menschen, die rein zufällig und ohne bestimmten Grund immer dort sind, wo es brennt. Man kennt sie ja. Kam leider zu spät an den Ort des Geschehens und wollte den Hütchen den Weg abschneiden. Dummerweise lag eine Mine im Weg, gab einen ziemlichen Knall. Aber mit geschiedenem Bein schleppte sich der unermüdliche Helfer in der Not vorwärts und verschloss die Basis provisorisch wieder. Alles wurde verstaut, der Inhalt des ruinierten, qualmenden Autos gesichert und dann auf dem Dach Stellung bezogen. Es dauerte nicht lange, da kam der weiße Adder mit 2 Insassen zurück. Ein Schuss, ein Treffer. Dummerweise auf den Beifahrer. Der Fahrer entkam und sein Kumpel schien nur bewusstlos zu sein. Ein Jammer. Aber zumindest hatten die Hütchen nun verstanden, heute Abend läuft hier nichts mehr. Kamen dann auch nicht wieder. Der Raid wurde gestoppt, die Basis gesichert, der Helfer zog sich zurück. Memo an mich selbst: Beim nächsten Date gehen wir bitte wieder zu mir, Nico. Ist mir zu gefährlich bei dir. Donnerstag, der 25.12.2025. Wunden lecken und andere Weihnachtsrituale. Es war kein Tag der großen Taten. Es war ein Tag des Wundenleckens. So einer, an dem man morgens aufstand, in den Spiegel schaute, sofern man einen hatte, und feststellte, dass man erstaunlich lebendig aussah für das, was die letzten Tage passiert war. Sogar Last Hope stand noch, auch wenn der Ofen aus war, buchstäblich, denn jemand hatte ihn abgebaut. Einfach so. Basti meinte anteilnehmend, jemand habe bestimmt die Steine für das Grab seiner verstorbenen Mutter gebraucht und vor lauter Kummer nicht darauf geachtet, dass die eigentlich zum Gemeinschaftsofen gehörten. Klar, bestimmt. Außerdem wurde dort Tetrazyklin konsumiert, als wären es Hustenbonbons zur Erkältungszeit, in rauen Mengen, beunruhigend große Mengen. Die Beresino Union hatte großzügig Tetra nach Last Hope gebracht, aber nun waren alle Tabletten wieder weg. Vielleicht war es langfristig keine brillante Idee, diese Tabletten offen zugänglich zu lagern. Last Hope bekam etwas später wieder einen Steinofen und dann passierte etwas, womit wirklich niemand gerechnet hatte. Greenie von den Silberfischen tauchte auf. Plötzlich. Typisch Silberfisch. Aber er fiel nicht über die restlichen Vorräte und Unterstände her, sondern spendete ein mittelgroßes Zelt. Einfach so. Offenbar hatte selbst das grüne Silberfischchen kurz die weihnachtliche Stimmung erwischt. Als wäre das noch nicht genug, wurde aus einem Silberfisch plötzlich mehrere. Und aus einem Zelt später auch noch ein weiteres Militärzelt, also 2 Zelte, an einem Tag gespendet. Ich notierte mir innerlich, dass Czernarus manchmal seltsame Wege fand, Balance herzustellen. Ich wollte auch was Nützliches tun und machte mich auf Autosuche. Herz auch, und so ziemlich jede Gruppe oder Fraktion suchte bewusst oder unbewusst mit. 3 Fahrzeuge waren ja immerhin beim Hütchen-Raid an Ikea geklaut worden und Autos verschwanden bekanntlich nicht einfach. Sie wechselten nur den Besitzer und den Aufenthaltsort, meistens irgendwo in Richtung Wald. Wir hatten da so eine Ahnung, manche Muster wiederholten sich. Ich fand Herbie, Selinas Herbie, rot mit blauen Türen zwischen grünen Tannen, war tatsächlich schwer zu übersehen, der Gute. Ich machte ihn flott und brachte ihn in den Süden. Er schnurrte wie ein verschmustes Kätzchen. Im Süden angekommen, fragte ich Selina, ob wir nicht tauschen konnten. Und Nigo gab sein Einverständnis, war ja auch sein Gunther, und so tauschten wir. Jetzt gab es also 2 rote Gunther im Besitz von Herz, 2 Herzmobile. Das eine hieß Freundschaft, das andere Herbie.
Ordnung im Chaos, wenigstens irgendwo. Und natürlich wusste sie auch schon wieder genau, was sie mit den beiden anstellen wollte. Pinky, Locke und Herz besuchten Last Hope. Ich blieb in Bewegung. Irgendwo draußen hatte ein nicht näher bezeichnetes Individuum, das immer auf der Suche nach Action war, ebenfalls Glück. Ein grüner Ader tauchte bei Tricresta auf, frisch gespawnt. Sofort flatt gemacht, Dinge liefen manchmal erstaunlich glatt, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Am Abend saßen wir bei Last Hope zusammen. Die Silberfische kamen vorbei, wie versprochen, mit den Zelten. Es war ruhig, ein Hauch von Besinnlichkeit. Kurz, fragil. Später, tief in der Nacht, fuhr ich mit dem Boot an der Küste entlang Richtung Beresino. Vorsorglich. Man wusste ja nie, ob die Hütchen wieder unterwegs waren und dieses Mal an der Ostküste wüten wollten. Auf Höhe Solnitschny sah ich 2 Fahrzeuge, eine schwarze Olga und etwas weiter weg noch ein zweites Auto. Ada, Gunther? Schwer zu sagen. Ich folgte ihnen eine Weile auf dem Wasser. Als ich den Sichtkontakt verloren hatte, meldete Basti einen Gunther, der am Camp in Prigorodki vorbeifuhr. Blau? Schwarz? Herz war zu diesem Zeitpunkt bei Last Hope geblieben, versteckt in der Nähe. Sie sah die Autos ebenfalls vorbeifahren und brachte Ordnung in das Durcheinander. Es war ein schwarzer Gunther mit blauer Tür und eine schwarze Olga. Jemand berichtete noch, ein Lagerfeuer gesehen zu haben. Ein einzelner Punkt Licht in der Dunkelheit konnte alles bedeuten oder auch nichts. Später kam die Meldung, dass die 2 Autos wiedergefunden worden waren. Ganz in der Nähe. Der schwarze Gunther wurde abgeholt und stellt euch vor, jemand hatte die Dreistigkeit besessen, die schwarze Olga einfach gegen die eigene Schrolge auszutauschen. Der Schlingel legte alles wieder ordentlich in den Kofferraum, parkte die beschädigte Olga und nahm die in besserem Zustand mit. Neu gegen alt, ein Autotausch auf Endzeitniveau. Ich konnte mir nicht helfen, ich war gleichermaßen beeindruckt und sprachlos. Ob das den ursprünglichen Besitzern gefallen würde? Eher unwahrscheinlich. Freitag, der 26.12.2025. Alte Bekannte und neue Verluste. Manchmal hat Cernaros ja diesen ganz eigenen Sinn für Humor. Am 26. Dezember bestand der darin, alte Gesichter wieder aus der Versenkung zu holen. Ich traf Monty Burns am Camp. Ja, den Monty Burns. Den Monty, den ich letzte Season schon gesehen hatte und die Season davor auch. Lebendig, unversehrt. Allerdings als Chat-Bambi, sprach nicht, schrieb nur. Und ihm ging's offenbar gut. Und das musste man in Cernaros ja schon so als Erfolg verbuchen. Er stattete sich aus und zog weiter. Und auch ich patrouillierte ein wenig, folgte einer Spur, vermutlich ein anderer Überlebender, aber die Spur verlief sich. Wie so viele Dinge in diesen Tagen. Nichts Greifbares, kein Abschluss. Dann begannen die Meldungen und ich dachte nicht zum ersten Mal ernsthaft, wir brauchen ein Tom-Register. Zuerst kam die Nachricht aus Beresino. Tom war geradet worden. Der Wundbrand-Tom. Der inzwischen mit der Beresino Union gemeinsame Sache machte. Ihm war eine nicht unerhebliche Menge Sprengstoff gestohlen worden, dazu Munition, Nägel, alles, was man definitiv nicht verlieren wollte. Kaum war das verarbeitet, kam die nächste Meldung. Die britischen Red Rifles seien eventuell geradet worden in Prigorodki. Ich sah mir die Sache an. Da stand wirklich nur noch ein Rahmen und merkwürdig platzierte Baumstämme. Ich schickte Cripsy ein Foto und fragte nach. Antwort: Nein, kein Raid. Spacer baute einfach nur so. Zu seiner Verteidigung, er hatte ja keine Säge gehabt. Improvisation auf Red Rifle Art. Immerhin lag am Camp jetzt eine zusätzliche Säge für ihn bereit. In der rostigen Axt kontrollierte ich anschließend unsere Bestände und stellte fest, unsere Kisten waren weg. Alle. Na toll. Zwischendurch spendete Lady Bitstorm Blut am Camp. Ich dankte und fuhr sie danach im gelben Saka quasi als Taxi nach Beresino. Kleine Gesten, große Wirkung. Später traf Pinky Vader bei Staroye beim Weihnachtsevent. Vader hätte Pinky vermutlich erschießen können, aber er war freundlich. Jamet scherzte, ob sie denn auch Geschenke ausgetauscht hätten. Ich vermutete, dass sie sich gegenseitig am Leben gelassen hatten, war das wertvollste Geschenk. Dann kam die nächste schlechte Nachricht aus dem Norden und wieder hieß der Betroffene Tom. Diesmal Cable, der Bürgerservice Tom aus Tischina, auch geradet, auch an den Weihnachtsfeiertagen. Selbst vor Behörden machte man keinen Halt mehr. Oder gerade deswegen. Im Camp traf ich später selbst auf Vader. Ich unterhielt mich auch kurz mit ihm, dann rannte er weiter. Tja, Herz und ich, wir begannen dann das Camp auf Winterschlafmodus umzustellen. Die nächsten Tage wollten wir Abstand, ein bisschen Ruhe, Seele baumeln lassen, nicht ständig Alarm, Verdacht, Verlust. Also wurde alles so verlustsicher wie möglich gemacht. Und dazu gehörte auch die Fahne. Refuge-Fahne wurde abgenommen und an ihrer Stelle wehte nun eine Zombie-Fahne. Pragmatisch, unauffällig und doch eindeutig. Samstag, 27.12.2025. Weitere Raids und Urlaubsträume. Der heutige Tag begann für mich offiziell im Urlaub. Inoffiziell natürlich nicht, denn auch wenn man selbst nicht anwesend war, fand Cernaros immer einen Weg, einem trotzdem Arbeit zu machen. Vorweg, alles, was ich über diesen Tag weiß, weiß ich vom Hörensagen. Ich war nicht dabei, ich kann nichts prüfen, nichts bewerten, nichts gerade ziehen. Ich kann nur zuhören, sortieren und mir denken, dass das hier wieder mal einer dieser Tage war, an denen Abwesenheit nicht vor Eskalation schützte. Der Tag begann mit einem Knall, und zwar bei der Beresino Union, direkt vor dem Hauptquartier.
Sie meldeten einen Raidversuch. 2 Personen seien gestellt worden. Rucksäcke mit Nägeln und Sprengstoff habe man im Wald gefunden. Herz kommentierte trocken, die beiden hätten vermutlich nur angeln wollen. Mit Sprengstoff, selbstverständlich, für besonders widerspenstige Silberfische. Mittags krachte es dann erneut in Beresino. Ein weiteres Gefecht. Das Camp hielt stand. Nur ein Unterstand war abgebaut worden. Nichts, was man nicht reparieren konnte. Trotzdem nervig. Dann kam die nächste Meldung. Lady Bitstorm, das Fraule, war aus ihrer weißen Olga geschossen worden. Natürlich bei Solnitschny. Wo auch sonst. Pinky meldete später, dass Prigorodki ruhig geblieben sei. Fast schon verdächtig ruhig. Währenddessen machten sich Jamet, STLK und er auf den Weg Richtung NWA. Sie arbeiteten sich in Richtung Airfield vor. Vorbei an Konvois und Helikopterabstürzen. Zelte wurden durchsucht, dann das Flugzeug. Abwurfstelle. Alles schien leer. Kein Überlebender. Also rein in die Container, sichern, was zu sichern war. Und genau dann tauchte ein Fremder auf. Er wirkte zunächst ratlos und damit begann das klassische Dilemma. Soll man grüßen, abwarten, schießen? Aber das hier war kein Waldweg, kein Brunnen, kein Camp. Es war das verdammte Militärgebiet. Jamet scopte und meldete, der Fremde ziehe eine Waffe. In dem Moment entschieden sich STLK und Pinky zu schießen. Treffer. Der Fremde ging bewusstlos zu Boden, stand wieder auf. Jamet schoss nach, ohne Treffer. STLK beendete die Situation endgültig. Wer der Fremde war, wusste niemand. Natürlich kamen danach die leisen Zweifel. Man hätte ja vielleicht reden können, vielleicht fragen, vielleicht deeskalieren. Aber ich konnte mir den Gedanken nicht verkneifen, dass man, wenn man freiwillig ans Airfield ging, sehr genau wusste, worauf man sich einließ. Genauso gut hätten sie es selbst sein können, die dort liegen geblieben wären. Der Loot war nicht bemerkenswert, die Aufregung dagegen schon. Und so endete der 27. Dezember. Sonntag, der 28.12.2025. Ruhetag, angeblich. Zum 28. September kann ich tatsächlich mal nicht viel sagen. Und das allein ist schon bemerkenswert. Es schien ein Ruhetag gewesen zu sein. So ein echter. Nicht die Sorte Ruhe, bei der man später feststellt, dass man nur zufällig nicht hingeschaut hat, sondern eher die Art von Stille, die entsteht, wenn alle gleichzeitig beschlossen haben, ihre Kräfte zu sammeln. Oder ihre Nerven. Oder beides. Vielleicht ist auch einfach niemand zu mir gekommen und hat mir erzählt, was passiert ist. Das wäre ebenfalls eine plausible Erklärung. In Chernaruss weiß man ja nie so genau, ob einfach nichts passiert ist oder ob man nur nicht auf der Verteilerliste steht. Aber ehrlich gesagt, ist mir egal. Die Camps stehen noch. Lost Hope steht, Prigorodki steht, nix brennt, nix fehlt in auffälligem Ausmaß. Keine Stimme übers Funkgerät schreit mich an. Urlaub. Selbst in der Apokalypse darf man sich das offenbar mal erlauben. Fazit: Damit, liebe Zuhörenden, Feiertagsüberlebende, moralische Improvisationstalente, Bambis mit schlechtem Timing, Altlasten mit gutem Gedächtnis, Silberfische auf Stippvisite, Möbelhausbetreiber mit Bauplänen, Gelegenheitssamariter, Armbindenwechsler und alle, die diese Woche gelernt haben, dass Weihnachten kein Schutzschild ist, das war sie diese Woche. Eine Woche, in der Anstand allem Anschein nach auch Urlaub hatte und sich nun niemand recht zuständig fühlte, ihn zu vertreten. Mit Raids zwischen Bescherung und Bettkante, mit Autos, die verschwanden, wieder auftauchten und plötzlich neuen Leuten gehörten, mit Zelten, die Hoffnung gaben und Schüssen, die Vertrauen erschütterten. Es war eine Woche, in der man viel erklärte und wenig sicher wusste, in der Entscheidungen getroffen wurden, weil irgendwer etwas tun musste und sich im Nachhinein alle fragten, ob genau das wirklich die beste Idee gewesen war. Herz tat, was sie immer tut. Sie hielt zusammen, wo andere auseinanderliefen. Sie baute, vermittelte, sprach ruhig, wenn es lauter wurde und nannte Dinge beim Namen, ohne sie unnötig zu verschönern. Und ich hörte zu. Nicht nur dem Funkverkehr, sondern den Pausen dazwischen. Ich merkte mir, wer plötzlich sehr still wurde und wer auffällig viel erklärte. Ich sortierte Stimmungen, legte Berichte nebeneinander und zog Linien, wo andere lieber im Nebel blieben. Wenn ihr mich braucht, ich bin irgendwo zwischen Weihnachtsfrieden und Neujahrskrachen. Mit einer Pipsi, die inzwischen lauwarm geworden ist, warum eigentlich immer ich, und einer Geduld, die diese Woche mehr mitgemacht hat, als ihr lieb war. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371, Ende.